Mythos Liechtenstein. Welche Vor- und Nachteile hat dieses spannende Land und ein sehr, sehr interessanter Finanzplatz? Das sehen wir uns im heutigen Tipp wieder an von Faszination Freiheit. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir erhalten sehr, sehr viele Zuschriften für Liechtenstein. Ist ja doch ein bisschen so geheimnisvoll, dieses Fürstentum. Wir hatten ja auch früher noch das Bankengeheimnis. Wie ist das denn heute? Und Co. Also es gibt viele Fragen dazu, hat auch viel in unserer Community. Es hat viele spannende Aspekte. Es gibt auch andere Dinge. Also wir wollen einen neutralen Blick auf Liechtenstein werfen mit allen Vor- und Nachteilen in diesem Video. Und deswegen schön, dass du heute mit dabei bist bei Faszination Freiheit. Und zwar heute nicht ganz aus Liechtenstein, wie du jetzt vermutlich vermuten wirst. Ich befinde mich gerade hier auf Bali, war schon sehr, sehr häufig in Liechtenstein. Wir machen seit vielen Jahren auch unseren jährlichen Liechtenstein-Event. Findest du den Link übrigens unterhalb von diesem Video. Wir haben tolle Kontakte hinein in die Bankenwelt, zu Vermögensverwaltungen, zu Milliardenverwaltern dort unter anderem und auch für Liechtenstein Stiftungen. Also wollen wir uns mal anschauen, was dieses kleine Land hier zu bieten hat. Also erstmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Zum einen, Liechtenstein ist ein alpiner Binnenstaat in Mitteleuropa mit ca. 160 Quadratkilometer, ja nicht einmal der kleinste, es gibt noch ein paar kleinere. Die Einwohnerzahl ca. 40.000 Einwohner. Ist ganz interessant, weil ich komme selber aus einer Stadt, die auch ungefähr 40.000 Einwohner hat, Neumarkt in der Oberpfalz. Wenn man da noch die Gemeinde und Co. hineinnimmt, dann ist es deutlich größer als ganz Liechtenstein und auch ansonsten eine relativ wenig bekannte Gemeinde darüber hinaus. Ja, die Hauptstadt ist Vaduz, selbst übrigens nicht die größte Gemeinde. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, eines der höchsten der Welt. Wird teilweise geschätzt und berechnet auf über 180.000 Franken. Arbeitslosenquote ist extrem niedrig, unter 2%. Und es gibt mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Pendler, zum Beispiel aus der Schweiz, die nach Liechtenstein kommen. Und ansonsten dort zu leben und dort zu wohnen, weil es ist ja wirklich wie so eine heile Welt ein bisschen dort. Es gibt ja auch kaum Kriminalität. Es ist also eines der sichersten Länder dieser Welt. Also da wenn zum Beispiel mal, da gab es mal so eine Parkbank, Diebstahlserie, das war ein relativ großes Ding dort in den Medien. Also da passiert ansonsten nicht sonderlich viel. Also von dem her sehr überschaubar, aber ansonsten dort reinzukommen, das heißt, wenn möglich vielleicht mit Glück dort einen Arbeitsplatz bekommen oder es gibt ein jährliches Losverfahren, mit ein bisschen Glück kommt man da vielleicht rein. Es ist aber eher unwahrscheinlich. Der Finanzsektor selber, der auch ein sehr, sehr bekannter ist, macht aber nur circa 20% an der Wirtschaftsleistung aus. Das ist doch überraschend. Und das hat damit zu tun, weil Liechtenstein an sich, und das wissen wenige, auch ein sehr hochindustrialisiertes Land ist und auch sehr, sehr viel Industrie dort angesiedelt hat. Ansonsten der Finanzsektor fokussiert auf Private Banking, Vermögensverwaltung und Versicherungen, hat eine sehr strenge Regulierung und sehr hohe internationale Standards. Ist also auch keine Steueroase mehr im Sinne, wie man das früher gekannt hat. Aber dazu noch etwas mehr. Dann sehen wir uns noch mal die Vorteile an. Also zum einen hast du eine Währungsdiversifikation und auch generell Liechtenstein hat erstmal als Land den Schweizer Franken als Währung. Und das ist sehr, sehr positiv für Liechtenstein selber. Und du kannst den natürlich auch nutzen. Muss man jetzt auch mit dazu sagen, das kannst du bei regulären Banken natürlich auch grundsätzlich, wenn die Schweizer Franken auch mit anbieten. Aber hier hast du es dann quasi auch direkt in der Quelle einen sehr, sehr stabilen Finanzplatz. Und den Schweizer Franken, den gibt es bereits seit 1850. Also auch hier ein erhöhter Schutz vor Dollar- und Euro-Risiken, die wir aktuell auch zum Teil wieder sehen. Dann politische Stabilität. Liechtenstein ist einer der ganz wenigen Länder dieser Welt, die ein AAA-Rating genießen. Das heißt, eines der stabilsten Länder der Welt und das absolut zu Recht, denn Liechtenstein hat 0% Staatsschulden. Und der Staatshaushalt ausgeglichen, teilweise sogar Überschüsse. Da kann so mancher Nachbar weiter nördlich nur peinlich rüberschauen und dann mit sonstigen Tricks wie zum Beispiel Sondervermögen die Schulden so ein bisschen so verpacken, dass es irgendwie nicht jeder mitbekommt. Ansonsten keine politischen Extreme und es ist eine konstitutionelle Monarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage. Der Fürst übrigens, ist ja auch ein Fürstentum des Liechtenstein, deswegen wird es ja auch gerne abgekürzt mit FL übrigens, falls du das noch nicht wusstest. Und der hatte sich auch mal einem Votum gestellt, und zwar, dass sein Vetorecht bei Gesetzen, ob das nicht wegfallen sollte. Und die liechtensteinische Bevölkerung hat mit 76% entschieden, nein, wir wollen das zukünftig auch weiterhin haben. Ja, so viel Mitsprache, da können wir in manchen Ländern weiter nördlich
zum Beispiel ja nur träumen. Dann aktuell gibt es kein EU-Vermögensregister in Liechtenstein. Könnte sich möglicherweise ändern, aktuell ist es aber nicht der Fall, wird teilweise auch ein bisschen spekuliert wegen der EWR-Mitgliedschaft. Es gibt jedoch keine automatische Übernahme. Der liechtensteinische Landtag müsste zustimmen und der Erbprinz müsste es unterzeichnen, hat also hier ein Vetorecht. Und eine Ablehnung im Fall der Fälle könnte wahrscheinlich sein, da dies den Standortvorteil und auch den wichtigen Finanzsektor benachteiligen würde. Und von dem her auch gesagt, das heißt, eine öffentliche Einsehbarkeit von Kontendaten ist nicht gegeben, anders als beim geplanten Vermögensregister. Es sei an der Stelle auch erwähnt, also ein Vermögensregister ist erstmal nur, dass man weiß, was es wie wo gibt. Also es ist noch keine Enteignung. Das heißt, es ist die Transparenz, es ist der absolute gläserne Bürger, machen wir uns da auch nichts vor. Aber es heißt noch nicht, dass es negative Folgen für dein Geld haben muss. Aber natürlich könnte im Fall der Fälle. Denn wenn irgendwie festgestellt wird, die ganzen Verschuldungen der Euro, das funktioniert halt alles irgendwie so nicht ganz 100%, wie man sich das vorgestellt hat und ist leider jetzt alles nicht mehr bezahlbar, ja, dann wird man sich erinnern, dass da vielleicht Milliarden und Abermilliarden und Billionen an Staats- und Volksvermögen da sind und diese Daten werden ja bereits gesammelt. Deswegen da natürlich das ganze Thema beobachten. Ansonsten, es gibt keinen direkten Behördenzugriff auf deine Konten. Und das ist anders als im Inland. Das heißt, wenn du in Deutschland bist etc., dann können die Behörden auch Konten einfach stilllegen im Fall der Fälle und haben auch einen direkten Zugriff. Und das ist hier nicht der Fall. Und deutsche Behörden haben, wenn überhaupt, nur über Amtshilfe Zugriff auf deutsche und österreichische Vermögen. Eine direkte Vollstreckung ist von dem her nicht möglich. Ansonsten, Liechtenstein hat einen EU-Marktzugang, also auch sehr positiv als Land allgemein, verfügt durch die IWR-Mitgliedschaft, also Europäischer Wirtschaftsraum, einen vollen Binnenmarktzugang zur EU und auch Dienstleistungsfreiheit. Was auch übrigens positiv ist, das heißt, Banken aus Liechtenstein, die dürfen zum Beispiel auch Termine in Deutschland machen, was also zum Beispiel für Schweizer Banken nicht möglich ist, weil diese nicht Teil vom EWR sind. Dann starke einzigartige Positionierung. Diese Konstellation, diesen gleichzeitigen Marktzugang zur Schweiz und zur EU bietet kein anderer Standort weltweit. Und du bist in Liechtenstein nochmal weiter unter dem Radar. Also ist nochmal anders als in der Schweiz. Schweiz ist schon nochmal auch ein politisches und auch finanztechnisch größeres Schwergewicht. Und als kleiner Fürstenstaat ist hier das Fürstentum, wie gesagt, nochmal eher unter dem Radar. Ansonsten hast du eine sehr hohe Bankensolidität, das heißt mit Eigenkapitalquoten, auch Liquidität, ist der Bankensektor in Liechtenstein sehr, sehr stark. Also auch während der großen Finanzmarktkrise, wo ja das weltweite Finanzsystem kurz vor dem Kollaps stand, 2008, auch zu dieser Zeit, wo also viele Banken in Europa Probleme hatten, auch in den USA, in Liechtenstein rein gar nichts damals passiert. Und wenn wir uns Eigenkapitalquoten anschauen, das heißt, die Deutsche Bank zum Beispiel, die liegt nochmal ein gutes Stück unter 5% und unsere beiden Banken im internen Bereich, unsere Auslandskontenpraxisstudie, liegen da zum Beispiel 8,05 und 13,88% und auch sehr starke Liquiditätsquoten. Ansonsten, das Stiftungsrecht ist auch durchaus bekannt, auch flexibel. Ein sehr gutes Umfeld für privatnützige Stiftungen, für zum Beispiel steueroptimierte Nachfolgeplanungen und auch ein höherer Vermögensschutz. Dazu nachher auch noch ein bisschen was. Dann hohe Rechtssicherheit, sehr stabiles Rechtssystem, unabhängige Justiz, klare Regeln und Richtlinien und wo man auch einfach noch so das Gefühl hat, zumindest von außen, was man einsehen kann, dass Liechtenstein wirklich noch sehr, sehr gut und auch sehr stabil und wirklich, wo man sagen kann, da dürfte doch noch Recht und Ordnung vorherrschen und vielleicht bei, wie gesagt, so manchen Nachbarn das vielleicht nicht mehr so der Fall ist, beziehungsweise fast Nachbarn. Ja, Liechtenstein selber, auch so, ich sage jetzt mal so ein kleines, passt natürlich auch ganz gut zu Liechtenstein, ein kleines Kryptoland. Sie sind auf jeden Fall kryptooffen. Ist also nicht so, dass dort auch alle Konten geschlossen werden oder dass die dann gleich nervös werden, wenn man Kryptoüberweisungen hat. Also es gibt eine Kryptoinfrastruktur und auch mit dem TVTG, das Token- und vertrauenswürdiges Technologiengesetz. Und hier auch erwähnt, gerade das Bankhaus Frick ist hier zum Beispiel ein sehr regulierter Anbieter, auch für Kryptofirmen international. Ansonsten auch ein spannender Aspekt, die geografische Nähe, denn das heißt, du kannst in Liechtenstein auch wirklich in der Regel, wenn du jetzt zumindest im Mitteleuropa lebst, mit dem Auto sehr schnell erreichen oder dort mal einen Flug nach Zürich nehmen und von dort aus ein Mietauto und dann bist du schnell dort in Liechtenstein, wenn du das möchtest. Zum Beispiel mit Bankenstandorten, nehmen wir jetzt Dubai oder Singapur, ist das natürlich etwas umständlicher, auch direkt vor Ort zu sein. Aber
auch manche dieser Punkte sind im Übrigen auch Nachteile, also die zwei Seiten der Medaille. Das wollen wir uns auch ganz neutral in diesem Video hier anschauen, und zwar eine grundsätzliche Steuertransparenz. Liechtenstein nimmt teil am sogenannten CS, die Common Reporting Standards. Das heißt, sie schicken einmal pro Jahr alle steuerlich relevanten Daten rüber, aber auch nicht mehr. Und wie wir auch gesehen haben, also man kann nicht einfach irgendwie unterjährig anfragen und gebt uns mal die Daten etc. Gibt es auch klare Gesetze und Richtlinien, dass Liechtenstein das Ganze nicht macht. Aber eine volle Anonymität, so wie es das früher gegeben hat, gibt es heute in dieser Art und Weise nicht mehr. Aber es ist immer noch anonymer und auch weiter weg von zum Beispiel Behörden deines Heimatlandes. Dann relativ hohe Mindesteinlagen. Liechtenstein ist nicht auf den Retail, also nicht auf den Massenmarkt ausgelegt. Das heißt, es geht bei der, sagen wir, günstigsten Bank mit Einstieg sind es 50.000 Schweizer Franken und auch teilweise deutlich mehr. Oftmals geht es am sechsstelligen Betrag los. Das heißt, du hast nicht einfach die freie Auswahl oder hier, ich möchte gerne mit 5.000 Euro absichern. Das ist nicht das Klientel. Da gibt es aber andere Möglichkeiten, unter anderem auch in der Schweiz und auch international gibt es sehr, sehr schöne Möglichkeiten, um sich ein eigenes Portfolio aufzubauen. Also es gibt ja nicht die perfekte Bank, die wirklich das Beste aus allen Welten hat, sondern dafür hat man einfach ein Portfolio aus unterschiedlichen Banken. Ja, das heißt, auf Kleinanleger Liechtenstein nicht geeignet. Dann relativ hohe Gebühren. Ist alles meines Erachtens nach absolut überschaubar. Nichtsdestotrotz, es sind keine Direktbankenkonditionen, die du in Liechtenstein hast. Das heißt, Kontoführung kann ja zum Beispiel schon mal so bei 150 bis 200 Schweizer Franken pro Jahr liegen. Währungshandel einfach mal so als Beispiel. Also jetzt auch keine Direktbankkonditionen in der Regel, kommt aber wie gesagt auf die Bank drauf an und auch, was du verhandelst mit der Bank. Das ist an dieser Stelle erwähnt. Das heißt, mit den Banken kann man auch sprechen und grundsätzlich verhandeln. Ja. Und wie gesagt, am besten Portfolio aufbauen, so dass du dir das Beste aus verschiedenen Welten hineinholst. Also optimalerweise ist also auch nicht alles nur in Europa, sondern auch verschiedene Kontinente, dass du dir sozusagen von dem Buffet die besten Sachen international und weltweit heraussuchst. Und über die EWR haben wir auch schon gesprochen. Da gibt es eine gewisse Abhängigkeit dahingehend, weil sie können jetzt auch nicht alles ablehnen, was es dort gibt. Also es ist auch so ein bisschen immer wie Verhandlungssache. Und ja, um dessen Vorteile eben auch genießen zu können, muss man eben auch so eine gewisse Einschränkung der Souveränität dort berücksichtigen. Dann geografische, politische und wirtschaftliche Nähe, gerade auch eben zur EU und zum Euroraum. Das sollten wir nicht unberücksichtigt lassen. Das heißt, das Bankgeheimnis ist jetzt nicht so, dass Liechtenstein selber gesagt hat, okay, wollen wir nicht mehr, sondern es gab internationalen Druck und dann wurde das Ganze auch aufgelöst. Das heißt, im Fall der Fälle, dass wieder ein gewisser Druck, man könnte auch sagen, eine gewisse Erpressbarkeit es geben könnte, ist nicht 100% ausgeschlossen. Dann, du hast keinen Massenmarkt, beziehungsweise, wie wir uns bereits angeschaut haben, es ist eher abgestimmt für vermögende Kunden und Wealth Management und Co. Das heißt, du hast also weniger Retail-Produkte, aber das, wie gesagt, das wir schon angeschaut haben, es ist klar ausgerichtet eben auf Konten beziehungsweise auf Personen, die etwas mehr Kapital mitbringen. Auch reine Zahlungsverkehrskonten sind nicht typisch in Liechtenstein, gibt es aber andere Standorte, gibt es durchaus interessante Möglichkeiten in der Schweiz und auch international. Ansonsten auch für das Thema Stiftungsrecht ist ein sehr komplexes Gebiet. Der Hinweis, nicht einfach nur irgendwas machen. Ich bin nur ein großer Fan davon, 2, vielleicht auch 3 kompetente Meinungen anzuhören, damit man hier, gerade wenn man auch ein größeres Konstrukt voranbringt, damit es wirklich Hand und Fuß hat und das Ganze auch wirklich passt. Also wirklich auch sehr, sehr gut beraten lassen und am besten nicht immer nur von einer Person oder einem Berater, sondern am besten auch von mehreren. Also, Zusammenfassung, Liechtenstein hat ein klares Profil. Es hat sehr viele Vorteile, es hat auch wenige Nachteile. Für die richtige Zielgruppe dürfte das aber überhaupt kein Problem sein. Und für fortgeschrittene Geldanleger ist Liechtenstein eine sehr, sehr interessante Steuerungsmöglichkeit und ein sicherer Hafen. Aber auch berücksichtigen, nicht nur dann alles nach Liechtenstein oder in die Schweiz, sondern auch noch internationaler, auch Dubai und Singapur oder auch die USA oder auch Mauritius. Das sind Länder, die haben sehr, sehr viel im internationalen Banking zu bieten und die gleichen auch den ein oder anderen Nachteil, den wir gerade gesehen haben, auch wiederum aus. Also optimalerweise streuen international über die ganze Welt. Ja, gerade in heutigen Zeiten, wir wissen alle nicht, wo die Welt hingeht und von dem her, Diversifikation macht absolut Sinn.
Also ansonsten, wir bieten auch einen jährlichen Liechtenstein-Event an, Link unterhalb von diesem Video. Und ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, beziehungsweise wir haben einen Live-Event, und zwar das Freiheits- und Geldschutzschild in 2026. Hier kann auch Liechtenstein für dich vielleicht interessant sein, ist aber nur ein Baustein oder ein Puzzlestück von sehr, sehr vielen. Wir werden dazu live gehen, ist ein komplett neuer Workshop. Wir haben 7 finanzielle Atombomben identifiziert, die deine Freiheit und dein Geld bedrohen in 2026, ganz aktiv. Und wir haben vielleicht ein absolutes Schlüsseljahr. Die Finanzmärkte sind sehr, sehr chaotisch, du bekommst es mit. Wir müssen uns jetzt ordentlich darum kümmern. Wir unterstützen dich, wir geben dir gleich Lösungen an diesem zweitägigen Workshop, was du jetzt wie wo tun kannst. Wie gesagt, Liechtenstein ist da ein interessanter Anfang, aber es gibt noch viel mehr darüber hinaus. Schau es dir an mit dem Link unterhalb von diesem Video. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Auch unseren Tippverteiler nicht vergessen, weil da stehen wirklich alle Themen drin. Nicht nur unseren YouTube-Kanal mit Glockenzeichen abonnieren, sondern unser Tippverteiler. Jeden Freitag kurz reinschauen, dann kriegst du alles mit, was in unserer spannenden, bunten Community alles passiert. Ich freue mich auf dich. Bis nächsten Freitag, dein Thorsten Wittmann.